We komen vandaag naar de 6e Geistesgabe, wat we vinden in 1. Korinther kapitel 12. 1. Korinther kapitel 12, vers 10. En dat is de gabe van Prophetie. Ik mag het lezen wat er gezegd in 1. Korinther kapitel 12, vers 10. En dat zegt dus dit. Einem anderen ist gegeben, prophetisch zu reden. Ein Satz, den Satz möchte ich lesen aus 1. Korinther 12, Vers 10. Geht, Prophetie. Haben wir diese Weg über Gedanken gemerkt und ich habe andere gefragt, Freunde gefragt, glaubst du, Prophetie ist nach 90 von der ersten Tag und ich weiß. Und ich möchte diese Frau von der wiedergeben. Als Prophetie von der ersten Tag noch nötig in der Gemeinde. Ich möchte lesen 1. Korinther 14, Vers 1, bis Vers 4. Das sagt uns das. Mehr über die Gabe vom Heiligen Geist. Streft du nur läuftolig zu sein. Sieht heran der geistliche Gabe und besonders, dass die prophetische Rede kennen. Weil wer mit Zunge redet nicht zu Menschen, aber zu Gott. Und an versteht keiner, aber in seinem Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet zu Menschen, wodurch durch gebetet, abgemuntert und getröstet wurde. Wer mit Zunge redet, büht sich selbst ab. Aber wer prophetisch redet, betet die Gemeinde. Aber wer prophetisch redet, betet die Gemeinde. Was du? Woher deint Prophetie? Nu werden wir uns von der Gedanken merken. Und ich möchte nach dir beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir für dein Wort, für deine Gemeinde. Vater, ich freue, dass du machst von dir den Schleier von unseren Worten wegnehmen, dass wir sein können, was dein Gut uns sei will. Und ich freue dich daran, Gott, dass du musst kommen und uns lehren. Heiliger Geist, brauch du meine Willen. Ich freue, dass du musst reden und dass dein Name wird verherrlicht wurde. Jesus, du bist das Wirt, dass die Gemeinde sich reuen wird. Du hast die für ihr Hand gegeben. Ich bete, dass du das Verlangen machst in unsere Worte anleihen, auch alles für dich zu geben. Mach wie du nur sein, dass wir Wurzeln und Teilnehmen und Erkenntnis in ein Lauf, und auch in diese Geistesgabe. Wies du uns, wie die Unwandelt kennen. Wies du uns, wenn die Gabe sind, wenn du uns angelegt hast. Und lud uns durch ein Wandel und Wurzeln. In Jesus seinen heiligen Namen. Amen. Woher deint Prophetie? Nun, diesem Vers, was wir 1. Korinther 14, Vers 4 finden, ist, dass die Gemeinde zu beten. Und ob die Frau haben, brücklich von der ersten Tag nach Prophetie in der Gemeinde, du wirst ihn mit Dollar annehmen. Sehe ich ein Prophet, wenn ich diese Gabe habe? Das wie eine Frau, die ich mit hier stelle. Wenn ich die Gabe von Prophetie habe, meint das, dass ich sie ein Prophet? Dann habe ich eine Frau. Was für eine Nummer hat Wutter, wenn sich dort eine Wald gesammelt hat? Wer wollte eine Nummer? Wutter. Und Wutter sich in den Wald gesammelt, dort ist immer noch Wutter. Ihr Stern, wenn der Wald geklotzt und das Wutter raufhält, dann ist das rein. Solange es dort tabu in der Wald ist, ist das noch nicht rein. Sonst würde ich sagen, das hat von der Seite rein. Oh ja, wie viel? 0 mm. Aber ich sage, du wirst Vater Wald im Himmel zu sein. Das ist Wutter, wenn er tabu bleibt. Das ist ihr Schreien, wenn er draufkommt und Kreuz setzt mit Prophetie. Solange es ich still blieb, dann ist das nicht Prophetie. Ich muss mein Müll aufmerken. Und ich denke dann
Und Ezekiel Kapitel 37, da habe ich so eine interessante Geschichte. Du hast ein Fleck von döden Beinen in Knirkes. Dann wurde Ezekiel gesagt, nu prophezei mal über das. Naja, en je Gedanken, du wird nicht passiert sein, wenn er das mit seinen Gedanken was getan hat. Er muss sein Müll aufmerken. Ezekiel muss sein Müll aufmerken. Er fängt an zu prophezeien über diese Dödenknirkes. Und was passiert? Das kann mit dem Leben. Und so ist es mit Prophetie. Der wird mit an den Müll rückkommen. Die Bibel ist voll von Prophezeiungen. Und das gibt Menschen, die glauben, das ist uit mit der Prophetie. Von daher haben wir die Bibel und wir brauchen keine Propheten mehr. Falsch. Das Volk Israel hat das ganze Gesetz von Mose und da schickt Gott ein immer wahre Propheten, um ihn zu warnen und um ihn auszubeten. Sie hadden te die tijd ihre ganze Bibel. Und immer war schickt Gott noch Propheten. Das gibt bitte dem im Neuen Testament auch Propheten. Wenn manche sagen, no, der gibt es bloß im Alten Testament. Und als Jesus gekommen wird, dann gibt es auch nicht mehr Propheten. Na, dann wollen wir mal checken, was in Apostelgeschichte Kapitel 21 sagt, Vers 7 bis Vers 11. Nu horcht mal gut her. Apostelgeschichte 21, Vers 7 bis Vers 11. Von Tyrus nach Caesarea. Warnung durch den Prophet Agabus. Das ist im Neuen Testament. Apostelgeschichte. Wir reisen von Tyrus wieder und kommen nun Ptolemäus. Begrüßte die Brüder und bleiben einen Tag bei an. Den nächsten Tag verleuten wir, da wir mit Paulus wieder in Scheiben in Caesarea, und gingen durch bei dem Evangelist Philippus im Hüsten, der einer von den Sieben wird. Da hat Feuer anbefriedet da, da der Guf hatte zu prophezeien. Und als wir durch ihr Schmiere der wären, kam Agabus, ein Prophet von Judäa, durch. Da nahm Paulus seinen Gart vom Körper und band sich mit der Hand in der Feit und See. Der Herr des Jesus sagt, den Mann, dem diesen Gart gehört, wurde die Juden in Jerusalem Jeruze benjen und die Nicht-Juden in der Hand geben. Was du? Hier finden wir im Neuen Testament eine Begebenheit. Erstens, ich finde das ganz interessant, hier wird von Philippus geredet, Evangelist. Der hat Feuermädchen, der seid noch nicht befreit, der hat der Guf prophetisch zu reden. Frühes, die haben auch der Geistesgaben gekriegt. Und dann fing die durch ein Prophet an von Judäa und der prophezeit über Paulus. Und was passiert nachher? Kriegt das, was dieser sagt, passiert nachher zu Paulus und wird festgenommen in Jerusalem. Im Immerhin, da wird nicht mehr an Prophetie glauben, oder dass es von der ersten Tag notwendig ist. Ich will einmal erwähnen, dass unser Hut nehmen auf die Wiederkunft Jesu Christi, der berührt zum geradsten Teil auf das Buch von Offenbarung. In der Offenbarung ist ein prophetisches Wort geschrieben vom Apostel Johannes, inspiriert vom Heiligen Geist. Wenn ich sage Prophetie, das bringt mich von der ersten Tag nicht mehr, dann kann ich sagen, okay, dann ist meine Hoffnung, ob Jesus seine Wiederkunft eigentlich umsonst. Wenn das ganze Buch von Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Der erste Gemeinde, der braucht und der pflegt die Guf von Prophetie. Und auch wir brauchen diese Guf ohne jeglichen Zweifel. Die Gemeinde von Loma Plata, der braucht die Guf von Prophetie. Glaubt ihr das? Das ist, was die Bibel anzeigt, habe ich vielleicht noch nicht hier. Diese Guf ist aber, nicht hörst ab, mit Verantwortung verbunden. Wir finden in der Bibel sehr schwache Warnungen und falsche Propheten.
dat finden wir in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1. Und ich möchte das lesen. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1. Und das sagt es steht, aber du wäre dann auch falsche Propheten mang de Menschen, groot ze als man kind ook falsche Lehrer sein worden. Die mit Lehren ankommen, die nicht so sind und ändert verdorben führen. Die wollen sich sogar von den Haaren lösen, die angekauft haben. Und du denkst, schwinn, verdorben über sich bringen. Hier warnt Petrus sehr klar dafür, falsche Propheten, Post verdient. Das ist gut, das ist mit Verantwortung verbunden. Das ist gut von Prophetie. Paulus sagt uns, wir sollen heran sein, nur der Geistesgaben, und besonders, dass wir prophetisch reden können. 1. Korinther 14. Besonders. Ein Prophet ist ein Mann vom Gebet. Er hört die Stimme von Gott. Er meint ab und er erkennt die Stimme von dem göttlichen Wort. Er ist viel in Gemeinschaft mit Jesus. Wenn er will nicht seine eigenen Gedanken in Gefäule mit den Gedanken in Gefäule vom Meister verwechseln. Ein Prophet wird niemals aus Gottes Mann geboren. Gott nennt den Prophet meistens durch seine Beschelle, diesen Prophet einen stabilen, in gottesfürchtigen Charakter zu geben. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann checkt mal der alttestamentliche Prophet an. Checkt mal da an, was im Neuen Testament prophezeit hat, was da nicht alles stark sind. Das ist gut, das mit viel Verantwortung verbunden. Krijgt ze als dat. Krijgt ze als dat is. Met de ontwikkeling van dem karakter van een profeet, zo is dat ook met de goed van profetie. Der moet geleerd worden recht met om te gaan. Ik kan de goed hebben van profetie en ik kan ook falsch met omgaan. Ik moet leren door recht met om te gaan. Wir müssen lernen zu unterscheiden, was von unseren Gedanken und unseren Gefühlen kommt und was wirklich von Gott kommt. Und dazu möchte ich lesen 1. Korinther 14, Vers 29. Und du sagst, das ist das. 1. Korinther 14, Vers 29. Und laut 2 oder 3 Propheten reden und laut der Ewige dort beurteilen. Und das redet hier von Gottesdienst. Laut 2 oder 3 Propheten reden. In der Gemeinde, im Gottesdienst, da wo wir von der reden. Laut 2 oder 3 Propheten reden und laut der anderen dort beurteilen. Das meint, prüfen, ist das eine Prophetie von Gott? Oder ist das gut bloß von diesen Menschen, die hier fallen, in seine Gedanken? Oder vielleicht bloß, wenn es nicht gerade da ist, über eine Person, dann hat er mit uns eine Prophetie in der Person. Das muss geprüft werden. Als ich mich so mit dem Thema beschäftigt habe, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht viel über Prophetie. Ich habe in meinem Leben Erfahrungen damit gemerkt, aber ich würde sagen, sehr begrenzte Erfahrungen. Und als ich mich diesen Weg mit beschäftigt habe, dann sehe ich Gott, was ist Prophetie? Braucht wir das in der Gemeinde? Und woran legt Paulus oder woran legt Jesus in der Bibel seine Gewichte an Prophetie? Und als ich mir diese Gedanken über mich, dann fällt der Herr Jesus mir an, er soll mir dann unbedingt nur seine was U-Boote sind. Wer von Ihnen weiß, was ein U-Boot ist? Ein Unterseeboot. Ein Unterseeboot, das ist ein Schiff, was wir am Wasser-Schwarmmodell sagen. Und er kijkt mir das nur, und er kijkt mir den Zweiten Weltkrieg nur. Er gleicht dann einmal so vergleichen mit Krieg und mit uns jetzigen Kampf. In 1939, als der Zweite Weltkrieg anfing, dann hat Deutschland U-Boote, die hatten 51 U-Boote.
Und du wie ein Kommandant über diese U-Boote angestellt, wird sehen, wie können das in Krieg gewinnen, wenn wir hier nicht U-Boote haben. Und heute früh Adolf Hitler, als heute nicht 300 U-Boote zur Verfügung kriegen. Und heute kriegt er mal ein bisschen immer 50. Aber in Deutschland, heute fängt du mit an. Und was tut heute mit diesen Unterseebooten? All die Schiffe, was waren für die Engländer, was von Kanada kommen, was von den Staaten kommen, was von Südamerika kommen. All diese großen Schiffe mit Nahrungsmitteln, mit Ammunition, mit allerhand Kriegsbereitschaft. Die Leute versenken. Mit dem U-Boot. Schlägt sich nun, euer Butter, schüttet die Hand und versenkt das Schiff. Und was die Wort im ersten Jahr, wo diese U-Boote aktiv werden im Krieg, im ersten Jahr allein haben die 438 Schiffe versunken. Das sind am 1,5 Schiffe Tag versunken. Mit diesen U-Booten. Was der Krieg abhielt in 1944, hat diese U-Boote am 2822 Vorratsschiffe und 174 Kriegsschiffe versunken. Das merkt alles Tape über 3000 Schiffe. Und wenn ich mir jetzt den Gedanken gewonnen habe, okay, na, was ist hier passiert? Oder was redet ihr dort an? Ein U-Boot, das ist euer Mutter, das sitzt nicht mit dem bloßen Öl. Man kann sich um Schatten anschlägen, wie man sie sagen kann, ohne Antworten. Wenn man nicht ganz dicht bei ist, dann schüttert und die Kraft wird, ohne dass du weißt, von wo du gekommen ist. Und so passiert das. In den ersten paar Jahren wird Deutschland sehr erfolgreich gemacht. Und wenn die am Anfang alle so viele U-Boote geholt, als das Kommandant will, dann ist das gleich möglich für den Krieg gewonnen. Aber was passiert? Während der Jahre sah diese andere an, diese U-Boote, die waren fast fertig. Wie man eins, was deine du wählen. Und die fangen an, Strategien zu suchen. Welche haben diese U-Boote bekämpfen? Und schließlich haben sie dorthin, all diese U-Boote kriegen jeder Tag eine Nachricht. Zugeschickt. Von du und du sollen die angreifen. Und du sollen die dort versenken. Jeder Tag wird in Kommunikation. Und diese Kommunikation, die die haben, die wird verschlettert. Und man sagt, der Engländer, der können diese Nachricht kriegen, aber sie wussten nicht, was die meinen. Wenn sie haben einen Kodigo. Und diesen Kodigo brauchen sie mitfinden. Wenn sie den Kodigo mitfinden können, können sie gleich weiter, was sei der Deutsche, wo war sie als nächstes angreifen. Und schließlich brauchen sie den Kodigo. Und sie fangen an, was der wird. Und von da dreht sich das sehr an, als sie das nicht gefangen haben. Wenn es dann wusste, dass der Krieg wurde angegriffen wurde, und sie wusste, der Krieg wurde diese U-Boote wären, dass sie den können versenken. Einmal an, te laat, wieder am Ende vom Krieg, als sie das nicht gefangen haben, dann wird von den 842 U-Boote, die im Krieg angingen, 793 davon gingen unter. 39.000 Soldaten, die gingen rüt im Krieg für diese U-Boote. Meist kriegt 28.000 scheinbar an. Und das wird für die Deutschländer, wird das der größte Verlust von der Stadt, wo die Soldaten haben, wird das der größte Verlust von Menschenlebens. Und am Anfang wird überhaupt der größte Sieg. Und als ich mir Gedanken über mir dachte, ich mir so, Gott, hast du doch nicht meinen, ich finde schon nach Krieg so. Der Feind, der kämpft, ohne dass wir dem sein, woran? Wenn es der Feind, der wirkt im Geistlichen. Und wir haben von der schon nach seine so fleischliche Uhr. Und wir sollen nicht von wo der kämpft, mit was der kämpft, lässt man einmal stückst dort. Und dann fallen wir so wie Onion. Kriegt es diese Schäbe. Und Gott wird mir deutlich durch seine Propheten. Die seine
dort wat keiner seine deed. Alles wat de bruggen duiden, wie dus een codigo te knaken, omdat zij wisten hoe zijn deze U-boten. Profeten zijn daar jansje wat zijn en wat weten, hoe bevindt zich de vriend en hoe bevinden wir uns. En deswegen schickt Gott einmal wahre Propheten im Alten Testament. Die warnen Menschen, geht an von jenen weise Weg, dat je rechte tjelt. Der sagt den Feind, der Prophet, der sagt den Feind. Aber das Volk sagt den vor nicht. Und deswegen brauchen wir Propheten. Wir brauchen Propheten, wenn es der Säune, der hier vor, wo wir nicht Säune. Der Guf von Prophetie, der dient nicht bloß allein zur Warnung für ihr vor, sondern der bringt auch wir von Hoffnung. Und ich möchte zu lesen, Jesaja, Kapitel 9. Vers 1 bis Vers 3. Und das sagt es dort, dat Volk, dat dem diesteren Rand geht, hat ein großes Licht gesehen. Ab da, wat in dat durchgeschnellene Land wohnen, schien dort nicht da. Du hast dort ein wunderschönes Land gemerkt. Du lässt an dort Säuerschein wohnen. Sie freuen sich, als wenn sie eine große Armee gekriegt haben. So als Männer, die die Schreie, wann angedeutet wird, was sie in Recht genommen haben. Du hast das Joch, was an Dul trägt, den Stock, mit dem sie über die Schulter kriegen, und die Wipp, mit dem sie gejagt werden, alle zwei brücken, so, als du einmal die Midianiter durchschlüpfst. Jesaja wie ein Prophet, und der jäuft Hoffnung für das Volk. Du kämpfst ein Licht. Jesaja sagt, du kämpfst ein Radar für das Volk. Und auch wann er als ein Prophet warnen deut für Strafen, für das Gerecht, wie er auch ein Prophet, was eine Hoffnung wiesen deut, was eine Licht wiesen deut. Und du hast diese Gruppe in der Gemeinde gefragt. Paulus sagt, ich wünsche, dass die Leute prophetisch reden würden, als ein Tongue reden würden. Wenn man einen Sünder in der Gemeinde nicht kämpft, und du hast die Gruppe von prophetisch reden, dann kostet dem seine Sünde aufdagen, und der wird sich fürchten. Und der wird sich Gott evaluieren. Da wird sich Angst sperren. Und hier wäre jemand der Gruppe von Prophetie. Und er kann krank sein über unseren Weg, dieser Weg gewachsen ist. Wo wir alle Wege was sind, wo wir nicht heute soll sein. Was wir gesagt haben, wo wir nicht heute soll sein. Und er wurde von der Aufdagen für uns alle. Der Ruf von Prophetie ist notwendig in der Gemeinde. Gott sieht normal und frühs, wenn er diese Ruf anvertrauen kann. Da wird wirklich auf seine Stimme hören und seine Wort wieder sein. Ein Prophet redet nicht in sich selbst, ein Prophet redet nicht seine eigene Wort, ein Prophet redet Gott seine Wort. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir für dein Wort. Vater, ich freue, dass unsere Worte, unsere Gedanken, unser Verständnis noch aufgemerkt wurden. Ich freue, dass du musst den Schleier von uns Ehe wahrnehmen, dass wir sein können. Gott, ich freue, dass du uns im Wort anleihen, die zu sehen, uns Charakter von die Farme zu luten. Dass du uns diese Gabe anvertrauen kannst. Auch diese Gabe von Prophetie. Das sagt in deinem Wort, wie soll du nur streben in der echte Gabe. Und Gott, ich muss streben, um Wasser und Tritt zu nehmen in diese Geistesgabe. Gott, ich möchte das nicht als was gerettet ansein, sondern ich möchte das als was Normales in der Gemeinde ansein, dass wir diese Geistesgabe ausleben. Ich möchte in deiner Realität leben. Und ich werde, dass wir alle das Verlangen möchten haben, in deiner Realität zu leben. Gott, ich freue mich, wenn ich solche Sachen, was die Gabe von Prophetie hat, dass der muss offenbaren. Und dann soll ich er Müll aufmerken. Lehre uns,
in deinem Geist und in deiner Wahrheit zu wandeln. Lehre uns deine Nummer zu fürchten. Und möchte unsere Worte sich damit verdienen, dass du uns brücken kannst. Schenk uns, dass wir von uns verjeten können, dass unsere Gedanken, unsere Hoffnung, unser Glauben, unser Vertrauen, unser Bestreben Jesus Christus sein macht. Im Namen Jesu. Amen.